Leben nach einem Umzug. Hallo, wie geht's? Hallo, mir geht's gut, danke. Aber das Leben in Deutschland ist nicht immer einfach. Verstehe. Wie lange bist du schon hier? Seit 6 Monaten, ich bin im Januar angekommen. Gefällt dir München? Ja, es ist eine schöne Stadt, aber ein bisschen teuer. Zahlst du viel für die Wohnung? Ja, die Miete ist 650 € im Monat. Hast du Arbeit gefunden? Ja, ich arbeite in einem Café in der Nähe vom Bahnhof. Gefällt dir die Arbeit? Ja, aber ich spreche noch wenig Deutsch. Es ist schwer, alles zu verstehen. Machst du einen Sprachkurs? Ja, zweimal pro Woche in der Schule Deutsch aktiv. Super. Hast du schon Freunde hier? Nur wenige. Es ist nicht leicht, neue Leute kennenzulernen. Stimmt. Aber nach und nach wird alles einfacher. Ja, ich spreche jetzt schon ein bisschen besser. Gefällt dir das deutsche Essen? Sehr. Ich mag besonders Schnitzel mit Kartoffelsalat. Lecker. Und das Bier? Ich liebe es. Jeden Sonntag trinke ich ein Bier im Zentrum. Schön. Dann ist das Leben hier gar nicht so schlecht. Nein, mir gefällt es. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist. Ich verstehe dich. Viel Glück. Danke. Wir sehen uns bald. Bis bald. Ich habe den falschen Bus genommen. Entschuldigung, fährt dieser Bus ins Zentrum? Nein, er fährt zum Bahnhof. Oh, dann habe ich den falschen Bus genommen. Ja, ins Zentrum müssen Sie den Bus Nummer 27 nehmen. Verstehe. Kann ich an der nächsten Haltestelle aussteigen? Natürlich, die nächste heißt Kaiserstraße. Danke. Kann ich dort den 27 nehmen? Ja, direkt vor der Haltestelle. Perfekt. Wie lange dauert es bis ins Zentrum? Ungefähr 10 Minuten. Gut. Und wo kann ich ein Ticket kaufen? Im Kiosk, gleich bei der Haltestelle. Wie viel kostet es? 1,50 € In Ordnung. Ich bin neu in Frankfurt und verliere mich oft. Keine Sorge, das passiert jedem. Danke, Sie sind sehr nett. Kein Problem. Gute Fahrt. Danke, schönen Tag noch. Über Dokumente sprechen. Hallo, wie geht's? Hallo. Gut, aber ich muss noch einige Dokumente erledigen. Welche Dokumente? Die Aufenthaltserlaubnis und die Krankenversicherungskarte. Hast du die Aufenthaltserlaubnis schon? Ja, ich habe sie letzte Woche bekommen. Super. Und die Krankenversicherungskarte? Noch nicht. Ich muss zur AOK in der Berliner Straße gehen. Ist das weit? Nein, 10 Minuten zu Fuß. Hast du auch die Steuernummer? Ja, ich habe sie beim Finanzamt gemacht. Man braucht sie für die Arbeit. Gut. Und den Reisepass? Den habe ich, aber ich muss ihn verlängern. Wo machst du das? In der Botschaft meines Landes in Berlin? Hast du schon einen Termin? Ja, am 15. Oktober um 10 Uhr. Brauchst du Dokumente dafür? Ja, 2 Fotos und eine Kopie vom Reisepass. Vergiss auch das Formular nicht. Stimmt, danke. Danach hast du alle Dokumente fertig. Ja, und dann kann ich Arbeit suchen. Viel Glück. Danke, du bist sehr nett. Kein Problem. Bis bald. Bis bald. Ich habe eine Vase zerbrochen. Hallo. Hast du einen Moment Zeit? Hallo, ja, sag ruhig.
Es tut mir sehr leid. Ich habe die Vase im Wohnzimmer zerbrochen. Oh nein, die blaue neben dem Fenster? Ja, genau die. Sie ist runtergefallen, als ich geputzt habe. Keine Sorge, das kann passieren. Hast du dich verletzt? Nein, zum Glück nicht. Nur ein kleiner Schreck. Gut so. Das war doch eine alte Vase, oder? Ja, aber sie war sehr schön. Es tut mir wirklich leid. Wirklich, kein Problem. Ich habe sie auf dem Markt in München für 10 € gekauft. Ach, ich dachte, das wäre ein teures Geschenk. Nein, keine Angst. Ich kann beim nächsten Mal wieder eine kaufen. Wenn du willst, schenke ich dir eine neue Vase. Ach nein, das ist nicht nötig. Wirklich, lass nur. Soll ich die Glasscherben aufräumen? Nein, ich habe sie schon eingesammelt. Aber danke trotzdem. Kein Problem. Das kann jedem passieren. Ich fühle mich trotzdem ein bisschen schuldig. Musst du nicht. Hauptsache, du hast dich nicht verletzt. In Ordnung, dann lade ich dich auf einen Kaffee ein, um mich zu entschuldigen. Oh, gern. Wir können ins Café unten an der Ecke gehen. Perfekt, gehen wir. Dann reden wir ein bisschen und lachen über dieses kleine Missgeschick. Genau, lieber ein Kaffee als eine zerbrochene Vase. Richtig. Über die schulischen Leistungen eines Kindes sprechen. Guten Tag, Frau Schneider. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Lehrerin. Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Ich möchte kurz über Paul sprechen. Natürlich. Sagen Sie bitte, wie läuft es in der Schule? Paul ist sehr freundlich und sympathisch, aber manchmal etwas unaufmerksam im Unterricht. Ach ja, zu Hause kann er sich auch nicht gut auf die Hausaufgaben konzentrieren. Vielleicht ist er am Nachmittag müde. Wann macht er seine Aufgaben? Meistens nach dem Mittagessen, gegen 3 Uhr. Vielleicht ist es besser, sie etwas später zu machen, nach einer kleinen Pause. Gut, das kann ich versuchen. Und wie ist er in Mathe? In Mathe hat er ein paar Schwierigkeiten. Er macht Rechenfehler. Verstehe. Wir können zu Hause ein paar Übungen machen. Ja, das ist eine gute Idee. Er schreibt doch gern, oder? Ja, sehr gern. Er schreibt kleine Geschichten in sein Heft. Wie schön. Er hat viel Fantasie. Danke. Und wie läuft es in Deutsch? Ganz gut. Aber er sollte etwas mehr lesen. Ich kann jeden Abend mit ihm lesen. Sehr gut. Schon 10 Minuten am Tag helfen viel. Gut, wir lesen ein Märchenbuch. Perfekt. Und spricht er mit den anderen Kindern? Ja, er ist sehr gesellig, vielleicht ein bisschen zu sehr. Ja, manchmal redet er zu viel. Aber er ist immer höflich. Das freut mich. Und die Noten? Durchschnittlich, aber er kann sich leicht verbessern. Was kann ich tun, um ihn besser zu unterstützen? Nur etwas Geduld und Regelmäßigkeit. Lesen, schreiben, rechnen. Verstanden. Ich helfe ihm jeden Tag ein bisschen. Sehr gut. So wird er sicherer werden. Danke für Ihre Ratschläge, Herr Lehrerin. Kein Problem, Frau Schneider. Paul ist ein lieber Junge. Das freut mich zu hören. Sehen wir uns nächste Woche wieder? Ja, natürlich. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Über Phobien sprechen. Hallo. Wie geht's dir heute? Hallo. Gut, aber gestern hatte ich ein bisschen Angst. Angst? Wovor denn? Da war eine große Spinne im Bad.
Ich habe Angst vor Spinnen. Ah, verstehe. Du hast Arachnophobie. Ja, auch wenn ich weiß, dass Spinnen klein sind, machen sie mir große Angst. Ich dagegen habe Angst im Dunkeln. Ich schlafe nie ohne ein kleines Licht. Wirklich? Mein Bruder hat die gleiche Angst. Das ist sehr verbreitet. Und hast du noch andere Phobien? Ja, ich fliege nicht gern. Ich habe Angst vor dem Flugzeug. Ich auch. Jedes Mal, wenn ich fliege, bin ich nervös. Was machst du, um dich zu beruhigen? Ich höre Musik und atme langsam. Das hilft ein bisschen. Gute Idee. Ich schließe einfach die Augen und denke an etwas anderes. Funktioniert das? Ja, manchmal schon. Kennst du jemanden mit anderen seltsamen Ängsten? Ja, eine Freundin von mir hat Angst vor Katzen. Vor Katzen? Aber sie sind doch so süß. Ich weiß. Aber sie sagt, sie starren sie zu viel an. Wie lustig. Ich habe nur Angst vor Schlangen. Das ist häufig. Auch mein Vater kann sie nicht mal im Fernsehen sehen. Phobien sind wirklich bei jedem anders. Stimmt. Aber das Wichtigste ist, sich nicht zu schämen. Jeder hat irgendeine Angst. Da hast du recht. Und darüber zu reden tut gut. Ja, so fühlt man sich nicht allein. Hochzeitseinladung. Hallo, was für eine Überraschung, dich zu sehen. Hallo. Freut mich auch. Wie geht's dir? Gut, danke. Weißt du was? Ich heirate nächsten Monat. Wirklich? Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und ich wollte dich zur Hochzeit einladen. Natürlich, das ist ja toll. Wann findet sie statt? Am Samstag, den 15. Juni um 11 Uhr morgens in der St. Martinskirche. In München. Richtig? Ja, genau, in der Nähe vom Marienplatz. Und nach der Zeremonie? Wir feiern im Restaurant zur Weißen Rose. Wie viele Gäste kommen? Etwa 80. Freunde und Familie. Wow, das wird ein großes Fest. Ja, hoffentlich scheint die Sonne. Im Juni ist es meist warm. Aber besser einen Regenschirm mitnehmen. Stimmt. Man weiß ja nie in Deutschland. Gibt es einen Dresscode für die Feier? Ja, elegant, aber schlicht. Bitte keine Jeans. In Ordnung, ich ziehe ein blaues Kleid an. Perfekt. Und die Damen am besten in hellen oder geblümten Kleidern. Kann ich Blumen als Geschenk mitbringen? Natürlich. Aber lieber ins Restaurant, nicht in die Kirche. Gut. Und welche Blumen magst du? Ich liebe weiße Rosen und Tulpen. Perfekt. Dann weiß ich, was ich mitbringe. Danke, aber wirklich, du musst kein großes Geschenk machen. Keine Sorge, es wird nur eine kleine Aufmerksamkeit. Sehr schön. Ich freue mich, dass du kommst. Ich mich auch. Ich kann es kaum erwarten, mit euch zu feiern. Dann sehen wir uns am 15. Juni. Bis bald und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke, bis bald. Wir sprechen über Insekten. Hallo, wie geht's? Hallo? Gut, aber heute habe ich viele Insekten im Haus gesehen. Wirklich? Welche Insekten? Ameisen in der Küche neben dem Zucker. Ach ja, Ameisen lieben Zucker. Genau. Ich habe geputzt, aber sie kommen immer wieder. Vielleicht brauchst du ein Spray. Ja, ich kaufe eins im Supermarkt. Gute Idee. Ist das teuer? Nein, etwa 5 Euro. Ich habe viele Mücken im Schlafzimmer.
Oh nein, du schläfst bestimmt schlecht, oder? Ja, sie machen zu viel Lärm. Ich benutze ein Moskitonetz am Fenster. Hilft das gut? Ja, keine einzige Mücke kommt rein. Perfekt, das kaufe ich auch. Und Fliegen? Hast du welche im Haus? Manchmal. Ich zünde eine Zitronenkerze an und sie fliegen weg. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, das hilft. Ich habe gestern auch eine Spinne gesehen. Oh, hastest du Angst? Ein bisschen, aber sie war klein. Na, zum Glück. Manche Insekten sind aber schön, wie Schmetterlinge. Ja, Schmetterlinge mag ich sehr. Und Bienen machen leckeren Honig. Stimmt. Ich trinke jeden Morgen Tee mit Honig. Ich auch. Nicht alle Insekten sind schlecht. Da hast du recht. Danke für das Gespräch. Danke dir. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss. Im Juweliergeschäft. Guten Tag. Guten Tag, herzlich willkommen. Kann ich mir die Ohrringe ansehen? Natürlich, hier sind sie. Sind die echt? Nein, das ist Modeschmuck. Sie kosten 10 Euro. Und die aus Silber? 15 Euro. Sehr schön. Haben Sie auch Halsketten? Ja, hier sind goldene und Modeschmuckketten. Diese mit dem Herz gefällt mir. Was kostet sie? Sie kostet 20 Euro. Ist das echtes Gold? Nein, vergoldet. In Ordnung. Und dieses Armband hier? Das ist aus Edelstahl, kostet 12 Euro. Schön, das nehme ich für meine Schwester. Gute Wahl. Haben Sie auch Ringe? Ja, hier. Dieser ist aus Silber, 30 Euro. Gefällt mir, aber etwas teuer. Wir haben auch einen einfacheren für 10 Euro. Perfekt. Ich nehme den Ring und das Armband. Möchten Sie Geschenkverpackung? Ja, bitte. Wie viel macht das? Insgesamt 22 Euro. Bitte sehr. Danke. Hier sind Ihre Päckchen. Vielen Dank. Sehr freundlich. Gern geschehen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.